Wenn man sich dem Thema stellt, wie viel sexuelle Gewalt vorhanden ist in der Gesellschaft, dann bricht auch eine Illusion zusammen über Menschen, die man meint zu kennen. Also es ist sich leichter vorzustellen, dass es einfach den Typen am Spielplatzrand gibt, im Trenchcoat, jetzt platt gesagt. Das ist einfach eine Illusion, mit der man besser leben kann tatsächlich. Okay, ich bin Nikolas Haaf, ich bin 44 Jahre alt, komme aus Hamburg. Ich bin selbstständig seit 20 Jahren und habe sexuelle Gewalt durch eine Frau erlebt in meinem familiären Umfeld über 10 Jahre hinweg, vom 5. Lebensjahr bis zum 15. Lebensjahr ungefähr. Also das kann man so grob eingrenzen. Ich habe eigentlich immer das gewusst, was vorgefallen ist, ehrlich gesagt. Also ich habe immer letztendlich mich ausgedrückt auf indirekte Weise als Jugendlicher, als Kind, als Jugendlicher durch Musik, durch die Sachen, die ich gemalt habe auch. Also es war eigentlich immer schon präsent in meinem Leben. Das war jetzt nie so der Punkt, wo ich jetzt wie soll man sagen, Offenbarung hatte oder mich jemand geöffnet hat. Es war so ein fließender Prozess, ehrlich gesagt. Es gab dann auch schon einen Moment, wo ich bei einem Therapeuten das sehr früh in meinem Leben geäußert habe, was da vorgefallen ist. Aber es gab nicht den einen Moment. Mein Frauenbild ist geprägt worden, auch, also das wird jetzt wirklich krass an, ich will das auch nicht, dass es missverstanden wird, aber ich sag's mal so, wie ich es denke, ich habe wirklich absolute Brutalität erlebt durch eine Frau, Sadismus, auch emotionaler Missbrauch, körperliche Gewalt, Vernachlässigung, also wirklich extreme Sachen. Ich sitze jetzt hier und ich spreche über wirklich schwierige Dinge, aber ich habe im Grunde eigentlich gelernt, was soll ich denn sagen, ich habe das so, ich habe mir einfach nichts bieten lassen. Ich wusste, das ist absolutes Unrecht, was hier passiert, also was in meinem Leben passiert ist. Und ich habe immer gesagt, okay, also das lasse ich mir einfach nicht bieten und ich lasse mir auch nicht mein Leben kaputt machen. So, also. Ich habe darüber nachgedacht, was sozusagen, was mich irgendwo gerettet hat. Ich glaube, ich hatte früher schon als Kind so den Kanal, dass ich halt eben wusste, es gibt eine bessere Welt, auch mit besseren Menschen. Das war so mir als Kind schon klar. Und ich habe halt eben auch einfach gute Menschen in meinem Leben kennengelernt und auch gute Frauen in diesem Sinne. Und diese Erfahrung, also das muss man sehr konkret erfahren, finde ich. Man kann nicht sagen, man nimmt sich vor, dieses Bild zu ändern, sondern man erlebt einfach auch Menschen, die Grenzen respektieren und Menschen, die einfach auch zu einem zugewandt sind. Also ich glaube, das ist sehr entscheidend. Das ist keine intellektuelle Leistung, sondern eher wie soll man sagen, wirklich eine ganz konkrete Erfahrung, Lebenserfahrung. Das Thema ist ja immer noch präsent. Also es ist nicht so, dass es irgendwo endet und man sagt, ich bin jetzt vollständig genesen von einer schweren Krankheit. Das wird mich auch mein Leben lang begleiten. Es ist einfach anders geworden. Also ich kann mit bestimmten schweren Gefühlszuständen einfach anders umgehen zum Beispiel. Dass ich weiß, okay, das ist einfach jetzt extrem unangenehm und manchmal habe ich auch Angst oder auch Panikattacken. Ich hatte 10 Jahre lang Panikattacken jeden Tag. Und jetzt ist es so, die Dinge haben sich mehr und mehr gelöst. Ich habe auch ein Leben, wo ich einfach jetzt nicht mehr sozusagen so im Griff von dem Trauma bin. Aber es ist immer noch da natürlich irgendwo.
was wirklich ein Riesenproblem ist wahrscheinlich immer noch, dass halt eben einem Mann eher unterstellt, kein Opfer zu sein. Und dass man einfach auch eine Alternative als Mann braucht, dass also quasi die Männlichkeit ja nicht beschädigt ist, indem man sagt, okay, ich habe diese Sachen erlebt in meiner Kindheit und Jugend und ich war auch damals unterlegen. Das ist ja eines der furchtbarsten Gefühle, unterlegen zu sein und sich nicht wehren zu können und auch hilflos gewesen zu sein. Und dann Männern eine Alternative zu geben und zu sagen, okay, beschädigt ja nicht die Männlichkeit an sich, sondern es ist im Grunde eigentlich eher ein Zeichen, auch Männlichkeit, dass man sagen kann, ich habe das überstanden, ich habe es durchgearbeitet und eine Traumatherapeut hat zu mir gesagt, die sind ein Veteran, Herr Haaf. Und ich wusste dieses Bild, das klingt so ein bisschen jetzt so militaristisch, aber damit habe ich immer was anfangen können. Das Soldaten erleben ja auch furchtbare Dinge. Und einem Soldaten würde man auch nicht unterstellen, dass er eine Weichei ist, wenn er irgendwie, keine Ahnung, in Gefangenschaft gerät und gefoltert wird. Ich meine, würde ja auch niemand sagen, dass es irgendwie ein Akt von Schwäche ist. Ja. Ob die Gesellschaft bereit ist oder offen genug ist, sich dem Thema anzunehmen, dass auch Männer Opfer von sexueller Gewalt in der Kinder- und Jugend werden können, denke ich mal, da ist schon viel passiert. Einfach weil man auch über die Medienberichterstattung halt eben über die Odenwaldschule und die katholische Kirche auch einfach Männer da medial aufgetreten sind, die halt eben Überlebende von sexueller Gewalt gewesen sind. Es ist vermutlich leichter, dass es Männer halt eben auch in der Öffentlichkeit gibt, die halt eben sich dazu äußern. Ich habe mir die Frage gestellt, will die Gesellschaft das überhaupt hören? Das ist so die Frage, die im Raum steht, weil es gibt dieses Wissen schon seit 40 Jahren. Also das ist, Frauen als Täterinnen gab es in den USA schon auch Bücher in den 80ern, meine ich. Das ist schon lange bekannt, dass halt eben auch Frauen zum Beispiel Täterinnen sein können. Die Frage ist halt eben, ob die Gesellschaft es wissen will. Ob man wirklich sich die Frage stellt, okay, was ist das Ausmaß von sexueller Gewalt? In welchen Milieus kommt das vor? Es kommt ja in allen sozialen Schichten vor zum Beispiel. In Familien zum Beispiel. Will man sich ist die Bereitschaft da, die Familiengeschichte aufzuarbeiten zum Beispiel. Also will das die Gesellschaft wirklich wissen? Das Wissen ist da. Also was mir wirklich Kraft gibt im Leben ist so zwei Sachen so vielleicht. Also ich bin ein ausgebildeter Musiker und ich mache gerne Musik und mir hat Musik in meinem Leben Kraft gegeben. Also ich habe auch als Kind schon Musik geliebt. Das hat mich gerettet im Grunde. Das ist schon, wenn ich lache, aber es hat mich wirklich gerettet. Ich bin mit Rockmusik groß geworden. Und das hat mir echt das Leben gerettet, muss ich sagen. Das andere ist, was mir Kraft gibt, ist, ich bin einfach Unternehmer vom Typ her. Also ich habe einfach gemerkt, so, für mich ist Business Therapie gewesen tatsächlich, so diese Selbstwirksamkeit zu merken, zu sagen, okay, ich mache mein eigenes Ding. Und es ist natürlich ein relativ riskantes Leben natürlich auch, aber das ist einfach mein Leben, wie ich mich entschieden habe. So, ne? Mein Ratschlag, der ist so ganz simpel und der ist auch nicht von mir, ehrlich gesagt. Es gibt ein Video mit dem amerikanischen Psychotherapeuten Mike Lew, der vor 40 Jahren fast schon, vor 35 Jahren das Buch geschrieben hat, als Junge missbraucht, oder das heißt auf Englisch Victims No Longer, was besser ist, finde ich. Und der sagt in diesem Interview, was man auf YouTube aufrufen kann, don't give up. Das ist irgendwie das super Entscheidendste, was man sagen kann, einem Menschen, der sich diesem Weg stellt. Also, dass man nicht aufgeben darf. Das ist im Grunde, so simpel das klingt, das ist so die ganz entscheidende Geschichte halt eben, weil man einfach, ich war selber auch an Punkten, wo ich fast aufgegeben hätte. Ja.